Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zur zweiten Folge Stories Untold. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von der ersten Folge. Das war diese hier, The House Abandoned. Und ich bin super gespannt auf die zweite Folge. Ich habe einige positive Kommentare dazu bekommen, aber auch von einigen Leuten gehört, dass es ziemlich anstrengend ist. Also, dass die Leute sich das auch nicht vorstellen können, selber zu spielen. Aber ich kann nur noch nach wie vor empfehlen, dieses Spiel mal zu testen. Ich finde es sowas von ultra spannend, weil man wirklich nur mit seiner reinen Vorstellungskraft praktisch spielt. Also visuell ist es auch super ansprechend, finde ich. Man sieht zwar immer das Gleiche, aber allein durch die Möglichkeiten, die man eigentlich durch seine eigene Vorstellungskraft hat, wird das Ganze super real und nah. Das nur vorab und ich würde einfach sagen, wir legen mit der zweiten Folge los. Das ist diese hier, The Lab Conduct, mit der zweiten Story und ich halte jetzt die Klappe und viel Spaß. This is subject 12-19-86-23, new session entry. We have myself, Dr. Alexander, leading, assisted by Dr. Williams, and in the lab itself, our volunteer, Mr. Asian. We have artifact 23 in the chamber, recovered from crash site B. At the moment it appears inert, showing no signs of activity. Mr. Asian, instructions for each stage will come through to your terminal, and we need you to follow them exactly. Now, some of this may be unfamiliar, so always reference the manual on your terminal for guides on calibration and procedure. Once you've calibrated equipment to match our brief, the green light will flash, allowing you to trigger the experiment. One last thing. Ensure that any equipment non-essential to the current experiment is switched off. You cannot proceed until your calibration matches ours. When you're ready, let's bring this back. Okay. Da gab es jetzt eine kleine Anweisung. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, das ist nicht so ganz verstanden. Experiment. Okay, wir sind in irgendeinem Labor und es geht um irgendein Experiment. Experiment 1, internal analysis. Subject bla 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 is enclosed in solid outer layers. X-ray the artifact to determine its internal structure. Okay. Wir müssen etwas röntgen. Nummer 1, okay. Required apparatus. Kamera, Monitor set to X-ray, charge, X-ray device. TV input modes. Help. Press the keys bracketed in the top menu to move between pages. Press tab to roll over to the test chamber. Okay. At the chamber, use your mouse cursor to select and interact. Alles klar, okay. Mit Tab kann ich hier rüberrollen. Erstmal einen Screenshot machen. So. Okay, das ist der Test Chamber. Und, okay. Ich kann hier... Ich mache hier einfach erstmal alles an. Wie viel Herz? Ja, ein bisschen mehr ruhig. X-Ray, so. Wie starte ich das Ding? Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ach, Moment. Acoustic Resonance.
Hm. Ach so, ich muss das praktisch so einstellen, bis ich hier was sehe. So verstehe ich das. Welcher... Ich checke nix. Okay, nochmal. Okay. X-Ray, the artifact to determine its internal structure. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen es X-Ray. Ich habe es auf X-Ray gestellt. Sehr gut. So, dann nochmal checken. X-Ray. Camera. Okay, X-Ray habe ich eingestellt. Ach, scheiße. Sorry, falsche Taste. So, dann. Light Laser. Required Apparatus. Red 650 Newtonmeter. LZR2. Light Generator Set Wavelength. Monitor Set to RGB. Okay. Probieren wir mal 650. Drehen wir alles voll auf. Das hat noch nichts gebracht. Dann gucken wir mal weiter. Akustische Resonanz. Square Sine Sawtooth. Alles klar. Drill Press. Switch Drill on. Ensure all other equipment except the camera and TV are switched off. Okay. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir müssen es ja erst röntgen. Safety Instructions. Use safety goggles and gloves at all times. Do not leave container untended during experimentation. It is extremely dangerous to handle any items within the container. Please ensure your next of kin is updated at HR. As per your agreement, follow all instructions exactly. Gut. Equipment Layout. Ah, okay. Kamera, Test Chamber, TV Unit, Signal Generator, AMP, Monitor, Sync Master, X-Ray. Genau, was ist denn mit den Sachen hier? Kann ich die... Ah. Hier fehlt auch irgendwas. Das ist der Ton, das interessiert ja erstmal nicht. Ach so. Awaiting X-Ray Data. Ein bisschen fordert. Oh! Es ist ein Herz. Boah, geil. Okay, es ist also ein Herz. Du hast aber erstmal ein Röntgen. Awaiting X-Ray Data. Ja, wie mache ich denn? Ach, vielleicht hier drauf drücken. Irgendwie tut sich nichts. Irgendwas mache ich ja scheinbar falsch. Moment, gucken wir mal. Das hier unten ist LZR2 Laser. Den brauche ich noch nicht. Signal Generator brauche ich auch noch nicht. AMP TV Unit. CC86 X-Ray. Das ist das Ding hier. Doch, das muss ich anmachen. So. Ich glaube, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Ah. Okay, good work. The X-ray is coming through now.
There's no visible damage to the surrounding organic material. No signs of activity either. All output is flatlined. Okay, let's begin. Okay. If you are ever unsure of what to do, reread the experiment and consult the manual. It will guide you through the operation. Okay, Experiment 1 erfolgreich abgeschlossen. Wir haben es geröntgt. Experiment 2, Surface Reaction Attempt. Okay, demonstrate the effects of laser light on the object. Try using a low-powered red laser to begin with. Okay, das heißt, wir müssen Laserlight-Effekte auf der Oberfläche des Körpers erzeugen oder testen. Dann machen wir das mal. Okay, Laserlight ist das unten rechts. Alles klar. Moment, rotes Licht ist doch... Das müssen wir auch mal nachgucken. Wo rotes Licht liegt. 650 Newtonmeter. Alles klar, dann wechsle ich hier mal auf das Normale. Oder aufs Infrarot. Ne, aufs Normale. Den hier machen wir an. Stellen das auf 650 Newtonmeter. Und gucken, was passiert. No reaction from first stage. Let's try a high frequency. Alles klar. Okay, nichts passiert. Experiment 2B, Surface Reaction Attempt. Demonstrate the effects of laser light on the object. Increase the laser energy, use the green laser. Alles klar, dann probieren wir mal grünes Licht aus. Vielleicht bringt das mehr. 510 Newtonmeter. Kannst du haben. Bin ich mal gespannt. Okay, we have a reaction of some sort here, a weak signal. Okay. Let's keep going. Increase again. Okay, wir hatten jetzt eine kleine Reaktion, aber sollen es jetzt trotzdem nochmal erhöhen. Okay, use the blue laser. 455 Newtonmeter. Bin ich mal gespannt. Es schlägt. Well, would you look at that? It seems we have a pulse. Ach Rhythm du is Scheiße. stable. There's no activity registering in the core. It's possibly damaged. Let's push further. Aber was ist das für ein Herz, verdammt? Okay. Experiment 3. Resonant frequency. Test the acoustic resonance properties of the object. Begin with generating a 250 Hz sine wave with the amplifier gain set to 1. Okay. 250 Hertz und den Amplifier auf 1 gestellt. Da muss ich einmal nochmal nachgucken. Amplifier, alles klar. 250 Hertz. Okay, dann machen wir mal das hier an. Stellen es auf 250 Hertz. Mein Gott. So, 52 Hertz. Amplifier ist dieses Ding hier. Das machen wir mal aus. Wo ist denn die... Ah. Hatte ich es gerade? Da ist die 1. So. Wahrscheinlich keine Reaktion. It's not much of a response. Updating the experiment now. Okay. Increase the frequency to 500, sine wave and amplifier gain to 5. Okay. Dann machen wir mal... Kann ich das nicht eingeben? Nee, kann ich nicht. So, 500. Den auf 5. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, es tut sich was. Das Herz wackelt. Seeing some fluctuations in activity. Should we increase? Is there a risk of damage? Okay, wir erhöhen es noch ein bisschen. What about
volunteer. Okay, we're going to push further. I'm running out of time. Let's switch around. Okay, jetzt legen wir wohl eine Stufe drauf. Switch to square wave, maintaining current frequency in gain 5. Square wave, okay. Oh! Ach du Scheiße. Seeing good activity on this side. Seeing definite spikes in movement. I know this might seem uncomfortable or dangerous, but you need to trust us and keep going. Alles klar, ich vertraue euch mal. Experiment 3D, agitation. Test the acoustics resonance properties of the object. Okay, maintain the gain 5 in the square wave form. Bring the waveform frequency up to 1K. Okay, 1000 Kilohertz, 1 Kilohertz meine ich. Also 1000 Hertz. Das wird gleich bestimmt explodieren. Oh oh. Ach du Scheiße. Wir haben es gleich. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah. Alter. Ach du Scheiße. Es explodiert. Full activity registering. We did it. Can you hear us? You've made excellent progress. You're doing great. Now we need you to stay calm and try to relax as we go through these next steps. We're going to attempt to alleviate some of this discomfort. Okay, ich bleibe relaxed. Experiment complete. Connection. The protective casing is off. Proceed to drill the surface. Okay. Proceed to drill the surface. Dann bohren wir mal da rein. Ui. How do you feel? Ach du Scheiße. Don't be scared. We have the situation under control. Take a few moments, and when you're ready, we'll continue. Oh, was ist denn wohl da drin, verdammte Hacke? Make contact with the artifact. Open the test chamber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Don't be afraid. I'm sorry to have to do this, but we have to know. I know how difficult this must be, but you can do Was ist das? It's time to remember. Ja! Alter! Ich hab da drauf gedrückt. Don't try to speak. Stay calm. You're a proxy now. You have a connection to the entity's inner core. It's like a conscious black box. It can show you its memories. Look Krass. into it. The visions will translate onto the screen to be something that you can understand, that you can play out. New data connection ready. Ich muss da reingucken. Boah. You wake up in the cryopod, struggling against gravity. You force yourself up. Impact into the planet's surface is torn a hole in the ship hull. You can navigate its memories. Use the computer. Ich lese gleich weiter, wenn er aufgehört hat zu reden.
Okay, you wake up in the cryopod. Struggling against gravity, you force yourself up. Impact into the planet's surface has torn a hole in the ship hull. Poisonous atmosphere spills into your craft. You are in grave danger. You have to get out of here. Get up. Memory action unavailable. You have to get out of here. Get out of the ship. Stand up. Scheiße. Ah, look around. The craft is broken beyond repair. There is wreckage all around. An airlock door is locked tight and the computer terminal adjacent blinks. Go to the terminal. You're now stood next to the computer terminal. Use the terminal. You tap at the screen and the airlock door splutters to life, slowly opening with a horrendous noise. The ship powers down to silence, having spent the last of the reserves. This organ was taken from what we think was the leader. These memories are different. They're not like the others. There's more detail here, less hazy. Lean in. See what else it hides. Okay, muss ich nochmal reingucken. Alter, ist das krass. Okay, das sind wohl die Memories von irgendeinem Zukunftswesen. You squeeze through the damaged airlock and fall to your knees on the ground next to your vehicle. Every breath brings pain to your chest. Incredible. Are we getting all of this? It's describing the moment we found the ship. Mr. Asian, please continue. You look around to see you are surrounded by mangled metal. Bright lights pour through every gap in the surrounding wreckage. Okay, ich schaue mich trotzdem nochmal um. A crash site. Smoke billows from the downed ship. Exterior lights flicking on and off. Wreckage surround you. Looking upwards, you see unfamiliar star patterns. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Crash site. Looking upwards, you see unfamiliar star patterns. Navigate the stars. Okay, das hat man schon. Was? Some smoke billows from the downed ship. Nee, sind wir den eingesperrt? Nee, ne? Looking upwards, wreckage surrounds you. Mist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht. Scheiße, ey. Go away from ship. Leave the crash site. Geht auch nicht. Scheiße, was mache ich denn? Nochmal reingucken kann ich auch nicht. You don't recognize any of the star patterns above you.
hier fest? Go to the lights. Geht auch nicht. Stand up, vielleicht liegen wir auch noch auf dem Boden. Geht auch nicht. Get up. Mann! Scheiße. Ich weiß echt nicht, was ich eingeben soll. Gerade ein bisschen hilflos. Go around the ship. Ach Mann. Ich kann also nach oben gucken. You don't recognize any of the star patterns above you. Schön. Try to read the stars. Ich habe keine Ahnung, ey. Scheiße, ey, verdammte Hacke. Ach Mann, ey. Go back to the ship. Geht auch nicht. Get inside the ship. Geht auch nicht. Ja, ich habe echt keine Ahnung, sorry. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht weg vom Schiff, ich kann nicht rein ins Schiff. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich, sehe ich Sternbilder, die ich nicht kenne. Rauch steigt vom Schiff auf. Das ist eine Absturzstelle. Search the crash site. Geht auch nicht. Alter Verwalter. Look at the ship. There is no going home in this. The symbols are writing on the ship are barely visible anymore. The writing shows the name of the ship. Omnis tua culpa. These words will haunt you. Okay, das hatten wir schon. Okay. Okay. Was hatte ich denn gerade eingegeben? Okay, there is no going home in this. The symbols are writing on the ship are barely visible anymore. Okay, das hatten wir gerade auch schon. Ich will es doch trotzdem nochmal lesen. The writing shows the name of the ship. Omnis tua culpa. These words will haunt you. Geht auch nicht. Geht auch nicht.
kann hier nicht weg. Ich muss irgendwas an diesem Scheißschiff machen. Look at the symbols. Read the words. The writing shows partially. Genau nicht. Shit. Okay, also wir können aufs Schiff gucken, da sehen wir Symbole, die können wir aber nur kaum lesen. Vielleicht müssen wir das ja irgendwie vervollständigen. Das heißt vervollständigen. Fill up. Keine Ahnung, geht nicht. These words will haunt you. The airlock is damaged and partially submerged in dirt, only barely allowing your escape. Okay. Wreckage surrounds you. Some of this metal will have to be moved in order to free yourself. Ah, endlich. Endlich. With every ounce of your remaining strength, you move away enough of the wreckage for you to carefully crawl through. The lights that surround you now attack your senses. Dann schauen wir uns mal um. A circle of artificial lights surround you, set up to illuminate the crash site in the darkness. Behind them, an army of people, all staring. One figure steps out, a silhouette, and walks towards you. Ach du Scheiße. Your heart rate is elevated, but you're doing well. For what it's worth, very few of our test subjects ever make it this far. You should be proud of yourself. Es erinnert mich so ein bisschen an eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich wette, wir sind ein Alien gerade. Krass. Das ist wahrscheinlich die Memories eines Aliens, was gerade irgendwie abgestürzt ist auf der Erde. We awake. The room is silent only for the quiet hum of equipment and occasional machine beep. Your touch isn't yours. We are all as one. We move together in unison. We are in a bed, in a small artificial lit room with a single door. There is some sort of writing pinned to the wall. Adjacent is a display monitor with... This doesn't add up. We didn't put this entity in quarantine. It expired at the crash. Whose memories are these? When did this happen? Adjacent is a display monitor with wires that drape across the room and into our chest. They have tortured us. Okay. Okay, wir können the screen didn't give anything away. Flashing symbols and what could be numbers and rhythm. Cut the wires. Oder pull out the wires. Wir müssen uns von diesem Monitor befreien. Ach du Scheiße. What just happened? What's that alarm? Uh-oh. There's been a disconnection in quarantine lab 15. Find out what's going on. Ach scheiße.
We yank at the wires protruding from our chest. Together we all scream in pain. This action sets off an alarm, echoing loudly down the adjacent corridor. Geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Schauen wir uns nochmal um. We are in bed in a small artificial lit room with a single door. There is some sort of writing pinned to the wall. Okay. Stuck together are a series of flat sheets with symbols across them. Some sort of writing. Okay, geht nicht. Raus. Krass. Wir sind raus aus dem Raum. That vision, it's not a memory, it's happening right now. Mr. Asian, I need you to stop what you're doing, please. Ach du Scheiße. Mr. Ancient. Ach du Scheiße. Alter! Mein Gott, was soll das? Was soll der Scheiß? Ich hab Angst. Through the door we find ourselves in an empty room with a device on the table. It looks familiar. We don't know how it works, but this host does. The door closes behind us and a lock clamps shut. We are alone, together. Okay, wir sind in einem Raum eingesperrt. It is some sort of preparation room. There are markings on more sheets with a door and a window on one side. The door we came through has been locked shut, and the other door had an orange alarm light above it. In the other center of the room, a table holding only a small device taken from your It's My, Our ship. Okay. 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 Ich hab nur noch mal nachgelesen. Okay, können wir nicht. A table holding only a small device taken from your... A metal and wood table on top, a small device taken from the ship. Take the device. It was an access code terminal for a wide connection, allowing commanders to commandeer other hosts. Only we have access to these codes. It's time to use them. What is that? Ach du Scheiße. We haven't seen that before. What is it doing? It's using the tool we recovered from the Alter, crash was? site. It's in our system. Ach so. Sending something across the network. It's broadcasting. Mr. Asian, please. We deeply regret what we have put you through, but please understand it was for the greater good. We had to know more. Rebelling now could be catastrophic. You don't know what this might do to you in the long run. Also, komisch. Also die Glyphen, die ich da links sehe, die gibt es hier in der rechten Reihe gar nicht. Wie funktioniert das denn? Ich muss vielleicht die finden. Die man da... Nee, ich check's nicht. Da links, das hilft mir auch nicht. Nee, Quatsch. Ich check's nicht. Okay, jetzt mal überlegen.
krass. Okay, jetzt. Boah, das ist richtig schwierig. Okay, jetzt nochmal versuchen, das zu checken. Okay, der erste scheint immer der hier zu sein. So, dann kommt... das Ding hier, glaube ich. Ja, dann kommt das Ding. Dann kommt wieder das Ding. Wie kann das nicht passen? Ist das schwierig, ey. Boah, ist richtig schwierig. Das ist gebacken. Ich glaube, der dritte ist falsch. Ne, der dritte ist auch richtig. Aber der letzte kann nicht richtig sein. Der letzte müsste der sein. Der davor. Ist der. Ah! Jetzt hatte ich's. Mein Gott, das war verwirrend. They're converging. It's over. Ach du Scheiße, das sind jetzt ganz viele. Da rein. Mr. Asian, please don't do this. We mean you. We mean them no harm. Please, don't do something you'll regret. Wait. One day, Mr. Asian, this will haunt you. Okay, das war auch krass, wobei ich das erste ein bisschen gruseliger fand, aber das hier war auch geil, weil das Setting so ein bisschen anders war und es so ein bisschen um Aliens und Außerirdische ging und das mag ich auch ultra sehr extrem. Ich liebe sowas und es hat mich total an diese alten Steven Spielberg-Filme erinnert, wie zum Beispiel E.T. oder eine unheimliche Begegnung der dritten Art und ja, cool. Es war auf jeden Fall schön. Und das war's aber jetzt erstmal für diese Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Story 3. Dankeschön. Bis dann.